Wir beschäftigen uns mal wieder mit dem Thema Thailand und konkret mit dem Thema, wie deutsche Renten in Thailand besteuert werden oder nicht. Günther, der in Bangkok lebt, hat uns diesbezüglich angefragt und da wollen wir doch mal in die Tiefe gleich hineinsteigen. Nochmal eine Aufforderung hier an dich und auch an die Community, wenn es ein Thema gibt, das wir hier in unserem Podcast oder auf dem YouTube-Kanal einmal behandeln sollen und dazu ein Video machen sollen, lass es uns wissen. Auf unserer Webseite Perspektive Ausland kannst du ein Thema vorschlagen, das wir besprechen sollen oder natürlich auch eine E-Mail senden. Fast alle Videos auf unserem Kanal letztlich sind aus der Beratungspraxis entstanden, aus Fragen, die uns Mandanten oder Interessenten gestellt haben. Wir sind sehr interessiert an deinen Fragen. Ob wir dann wirklich ein Video oder eine Folge machen können, das kann ich dir natürlich nicht versprechen. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass wir auf alle Anfragen antworten werden. Aber wenn es interessant ist, dann werden wir ein Video oder eine Podcast-Folge dazu machen. Kommen wir hier einmal zu dem E-Mail, welches Günther uns geschrieben hat. Günther schreibt: Sehr geehrte Damen und Herren, mit Interesse habe ich Ihren Artikel Neue Thai-Steuerregeln 2024 gelesen. Als Deutscher mit monatlichen Rentenzahlungen vom deutschen Provider auf ein IBAN-Konto in Belgien, aber Wohnsitz seit mehr als 20 Jahren in Thailand, ist für mich mittlerweile das DBA unentbehrlich geworden. Das mir vorliegende DBA vom 10. Juli 67 liest sich in Artikel 18 Absatz 2 wie folgt: Es sind Renten, die von einem Vertragsstaat gezahlt werden, in dem anderen Vertragsstaat von der Steuer befreit. Sie schreiben allerdings, das aktuelle Abkommen mit Thailand ist jedoch eine Ausnahme. Thailand hat jetzt das Recht, diese Renten zu besteuern, was eine signifikante Veränderung für Rentner in Thailand darstellt. Mir scheint, dass ein erheblicher Widerspruch zwischen dem DBA und ihren Ausführungen existiert. Gibt es Nachverhandlungen zwischen Deutschland und Thailand? Lässt sich die Diskrepanz erklären? Vielen Dank für Ihre Mühe. Günther aus Bangkok in Thailand. Eine sehr interessante Frage natürlich, und wir haben ja schon etliche Videos hier zu dem Thema Thailand und den dortigen steuerlichen Veränderungen veröffentlicht. Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Bisher war es so, dass Auslandseinkünfte in Thailand komplett steuerfrei waren, unter der Bedingung, dass diese erst nach dem Jahr des Verdienstes nach Thailand ausbezahlt wurden. Also als Beispiel: Du bekommst 1.000 Euro Dividende in 2024 und wenn du dieses Geld erst 2025 nach Thailand überweist, dann war es früher steuerfrei. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile sind sämtliche Einkünfte, die du nach Thailand aus dem Ausland überweist, egal zu welchem Zeitpunkt in Thailand zu versteuern. Also diese Wartefrist hier bis zum nächsten Steuerjahr zu warten, bringt dir nichts mehr. Wohlgemerkt sprechen wir von Einkünften aus dem Ausland. Hast du natürlich Vermögen im Ausland, Bestandsvermögen, das vor dem Umzug nach Thailand bestand, kannst du dieses jederzeit überweisen. Und hier kommen natürlich dann auch die Doppelbesteuerungsabkommen, von denen Thailand ja einige unterzeichnet hat, ins Spiel. Ist das Einkommen bereits im Ausland versteuert, kannst du es auch nach Thailand überweisen. Dann werden normalerweise in Thailand keine weiteren Steuern fällig. Möglicherweise musst du die Einkünfte auf einer Steuererklärung in Thailand erklären, aber du musst sie nicht mehr versteuern. Grundsätzlich bist du in Thailand unbeschränkt steuerpflichtig, wenn du dich dort mehr als 180 Tage im Kalenderjahr aufhältst. So, jetzt kommen die Rentner ins Spiel. Wie Günther schon in seinem Text gesagt hat, ist das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Thailand ziemlich alt, nämlich von 1967. Heute würde es solche Abkommen nicht mehr geben. Ja? Also das ist natürlich viel vorteilhafter für den Steuerzahler, dieses alte Abkommen, als die neuen Abkommen. Durch dieses Doppelbesteuerungsabkommen gab es bisher in der Vergangenheit eine doppelte Nichtbesteuerung. Denn Deutschland besteuert die deutsche Rente nicht, wenn du in Thailand wohnst, sondern überweist sie brutto ins Ausland. Bisher hat dann Thailand ebenfalls die Rente nicht besteuert, unter der Annahme, dass du sie ein Jahr später erst nach Thailand überwiesen hast. So hattest du also eine doppelte Nichtbesteuerung. Das ist etwas, was Deutschland jetzt auf jeden Preis immer vermeiden will in den Doppelbesteuerungsabkommen. Aber eben dieses Abkommen ist so alt und wurde bisher nicht revidiert.
Also galt diese Regelung dort bis heute. Jetzt hat sich natürlich in Thailand die Situation geändert und Thailand möchte nun ausländische Einkünfte besteuern, wenn sie ins Land überwiesen werden. So, vorhin sprach ich jetzt ja von Doppelbesteuerungsabkommen. Also Renten, die in Deutschland bereits besteuert sind, das gilt zum Beispiel für Renten aus der betrieblichen Altersvorsorge oder auch für Beamtenpensionen, kannst du natürlich nach Thailand überweisen, denn es ist ja schon Steuer im Ausland gemäß dem DBA darauf bezahlt worden. Das gilt allerdings nicht für die ganz normalen Sozialversicherungsrenten aus Deutschland. Diese werden ja aus Deutschland brutto an dich überwiesen, dann sind sie im Ausland und wenn du sie nach Thailand überweist, werden sie dann in Thailand steuerpflichtig. Wohlgemerkt, ein ganz wichtiger Punkt, Auslandseinkünfte sind nach wie vor in Thailand steuerfrei. Du kannst also im Ausland Millionen verdienen. Du musst sie weder in Thailand in der Steuererklärung angeben, noch musst du dort irgendeine Steuer darauf bezahlen, unter der Bedingung, dass du sie nicht nach Thailand überweist. Ja? Oder anders gesagt, alles, was du nach Thailand überweist, musst du eben in Thailand versteuern. Alles andere, was im Ausland bleibt, nicht. Jetzt sind natürlich viele Rentner in der Position, dass sie auf ihre Rente angewiesen sind, können sie daher nicht im Ausland lassen. Damit musst du dann also Steuern auf die deutsche Rente bezahlen, wenn du sie nach Thailand überweist. So, Günther in seinem Artikel spricht jetzt auf das DBA an und hier entsprechend auf den Absatz 2. Jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, wie genau dieser DBA-Text ausgestaltet ist. Hier ist das DBA, der Artikel 18. Es gibt 3 Absätze. Günther zielt hier auf diesen zweiten Absatz ab. Lesen wir zunächst nochmal den ersten. Ruhegehälter und andere Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit sowie Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht, können nur dann in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn diese Vergütungen bei der Ermittlung der Gewinne eines Unternehmens dieses anderen Staates oder einer in diesem Staat gelegenen Betriebsstätte als Ausgaben abgezogen werden. Das heißt also konkret, sämtliche Renten und Altersbezüge aus Deutschland per se sind mal in Deutschland nicht zu besteuern, außer jene, die ein deutsches Unternehmen letztlich bezahlt hat, die also ein deutsches Unternehmen hier gewinnmindernd letztlich verbucht hat. Ja? Das heißt also konkret, dieser Absatz Sozialversicherungsrenten sind in Deutschland nicht zu versteuern, sondern der Wohnsitzstaat, also Thailand hat ein Besteuerungsrecht, nicht der Kassenstaat. Ja. Üblicherweise in den modernen Doppelbesteuerungsabkommen wird gesagt, dass möglicherweise Ruhegehälter im Ausland zu versteuern sind, aber Deutschland das Besteuerungsrecht hat, zum Beispiel auf Sozialversicherungsrenten. Die Klausel hier hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge ist eigentlich eher ungewöhnlich. So, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden zweiten Absatz, auf den ja auch Günther in seiner E-Mail hingewiesen hat. Ungeachtet des Absatzes 1 sind Ruhegehälter und andere Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit sowie Renten, die von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer seiner Gebietskörperschaften unmittelbar oder aus einem von diesem Staat, dem Land oder der Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen gezahlt werden, in dem anderen Vertragsstaat von der Steuer befreit. So, eine sehr komplizierte Formulierung. So, Günther meint nun, dass hier in diesem Absatz auch die Sozialversicherungsrenten letztlich mit behandelt werden. Und er meint deswegen, dass sie also im anderen Vertragsstaat, das heißt in diesem Fall also in Thailand, von der Steuer befreit sein müssen. Lieber Günther, das ist leider ein Missverständnis. Hier geht es tatsächlich um Beamtenpensionen oder um andere direkte Staatsangestellte oder auch zum Beispiel Angestellte von Handelskammern etc. pp. Sie müssen ihre Renten in Deutschland versteuern, nicht in Thailand. Normale Sozialversicherungsrenten allerdings sind unter Absatz 1 hier mit inkludiert und können nicht in Deutschland versteuert werden. Aber natürlich hat Thailand dort ein Besteuerungsrecht.
Denn hier steht nochmal, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht, können nur dann im anderen Vertragsstaat, hier also Deutschland, besteuert werden, wenn es eben sich um die betriebliche Altersvorsorge handelt. Aber ansonsten hat Thailand das Besteuerungsrecht. Hier steht im Absatz 2, hier steht also im zweiten Absatz, dass Thailand Beamtenpensionen und ähnliche Einkünfte von Staatsdienern und Angestellten des Staates oder der Bundesländer oder ähnlicher Organisationen hier steuerlich freistellt, denn Deutschland hat ein Besteuerungsrecht. Und übrigens Absatz 3 weitet dann Absatz 2 nochmal aus auf Zahlungen, die aufgrund eines Kriegsschadens zum Beispiel entstanden sind. Also, lieber Günther, grundsätzlich leider keine guten Nachrichten. Thailand hat gemäß dem DBA tatsächlich ein Besteuerungsrecht auf deine deutsche Rente. Deutschland hat es nicht. Und auch das DBA sagt genau dieses aus. Viel machen wirst du hier leider tatsächlich nicht können. Es gibt konkret 3 Möglichkeiten, die dir offen stehen. Keine dieser Möglichkeiten wirst du wahrscheinlich wollen. Keine passt möglicherweise für dich. Die eine ist das Long-Term Resident Visa. Wenn du die Anforderungen dafür erfüllst, da musst du mindestens aber 80.000 Rente für haben, 80.000 US-Dollar. Dann kannst du weiterhin die alte steuerliche Regelung nutzen. Damit wären dann eben die Einkünfte so lange steuerfrei, solange du sie erst ein Jahr später nach Thailand überweist. Die zweite Möglichkeit wäre, nicht mehr als 180 Tage in Thailand dich aufzuhalten. Aber dann hast du eben das Problem, dass möglicherweise in Deutschland dann die Rente zu besteuern wäre. Die dritte Möglichkeit wäre, die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu beantragen. Wenn 90% deiner Einkünfte deutsche Einkünfte sind, dann kannst du freiwillig dich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig melden. Dann könntest du in Deutschland wenigstens den Steuerfreibetrag nutzen, was ansonsten als beschränkt Steuerpflichtiger leider nicht geht. Ich würde davon ausgehen, dass die Steuer, die du auf die Rente zahlst, dann möglicherweise geringer ist als in Thailand. Beides musst du aber durch einen deutschen Steuerberater und einen thailändischen Steuerberater einmal ausrechnen lassen, lieber Günther. Ich hoffe, dass wir dir hier soweit weiterhelfen konnten. Wenn ihr noch Tipps habt zum Thema Thailand, die ihr Günther geben könnt, dann würde ich mich hier über eure Kommentare freuen. Ansonsten, wie gesagt, lasst uns eure Vorschläge, die ihr gerne behandeln wollt, zukommen. Wir machen sehr gerne Videos dazu und beantworten die Fragen dann entsprechend. Wenn du auch Fragen hast zum Thema Ausland und Steuern, wenn du gerne auswandern möchtest und dir überlegst, wie man das Ganze möglichst steuerfreundlich, steueroptimiert organisieren kann, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Seit fast 20 Jahren machen wir nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sie steuerlich optimiert aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.